Wie sicher ist eigentlich das Einkaufen im Internet? Könnten mir da meine Kreditkartendaten geklaut werden, wenn ich dort irgendetwas poste? Um das zu verhindern, braucht es einen Schlüssel, eine Verschlüsselung. Und der Schlüssel, der ist in einem Computer, ist das eine Zahlenfolge und der macht aus meiner Kreditkartennummer, die ich eingebe, eine andere, zufällige Zahlenfolge. Wenn ich nachher die Zahlung auslöse, dem Onlinehändler, dann wird die Zahlenfolge wieder in meine Kreditkartennummer verwandelt und dann kann die Zahlung ausgelöst werden. Dabei braucht es aber den Schlüssel und der Schlüssel sollte nur der Onlinehändler und ich haben. Wie tauschen wir die aus, wenn das doch über das Internet geht und das Internet, da kann jeder mitlesen. Dafür brauchen wir nur einen Teil des Schlüssels, der öffentlich ist und der andere Teil, den behalten wir für uns. Und die Kombination von diesen zwei Teilen, das gibt nachher den sicheren Schlüssel. Sicher ist es darum, weil die Kombination, die ist nur ganz schwer rückgängig zu machen. Das kann man sich vorstellen wie beim Mischen von Farben. Wenn ich eine Mischfarbe habe, dann kann ich nur ganz schwierig die beiden ursprünglichen Farben aus diesen Mischfarben herausfiltern. Im Computer ist der Schlüssel, die Mischung, ist eine Multiplikation von zwei ganz grossen Primzahlen. Heutige Computer könnten das im Prinzip theoretisch rückgängig machen und den Schlüssel knacken. Das würde aber Milliarden Jahre gehen und darum ist der Schlüssel eigentlich sicher. Jetzt gibt es aber Quantencomputer. Und Quantencomputer, die rechnen nicht mit Bits, also mit 0 und 1, so wie normale Computer, sondern die rechnen mit Quantenbits. Und Quantenbits sind 0 und 1 gleichzeitig. Und das heisst, mit jedem Bit, mit jeder Berechnung, verdoppelt sich die Anzahl möglicher Rechnungen. Und das heisst, die Anzahl möglicher Rechnungen steigt exponentiell an. Also sprich, mit nur etwa 300 so Quantenbits ist es wie wenn ich so viele Rechner, Computer zur Verfügung habe, wie es Sandkörner auf der Welt gibt. Und all die Computer, die können gleichzeitig daran arbeiten, den Schlüssel zu knacken. Und das geht im Wesentlichen das geht entsprechend schnell. Und das heisst, der Schlüssel könnte eigentlich geknackt werden, auch wenn er eigentlich als sicher gilt. Quantenmechanik hat aber auch schon gerade eine Lösung für das Problem parat. Und die Lösung ist Quantenverschlüsselung. Bei der Quantenverschlüsselung da wird der Schlüssel mittels Quantenzustände übertragen. Und der Quantenzustand kann man sich vorstellen wie so ein Polarisator. Und der Quantenzustand der kann entweder 0 oder 1 sein. Und 0 oder 1 ist entweder waagerecht oder horizontal. Und ob das ist, finde ich heraus, indem ich jetzt Wörter nehme. Und dann sehe ich im Prinzip so, jetzt wo nichts durchkommt, weiss ich, das heisst, der steht in der anderen Richtung als horizontal. Und dann weiss ich, wie er steht. Wenn jetzt jemand anderes mitlässt, dann muss der das auch machen. Dann verändert sich bei mir das Signal sofort. Dann weiss ich, es hat jemand mitgelassen und ich kann den Schlüssel weggehen und entsprechend nur einen sicher brauchen. Das heisst, ist das Einkaufen sicher? Ja, weil es gibt im Moment noch gar keinen Quantencomputer, der die momentanen Schlüssel brechen kann. Und bis es die gibt, werden Quantenverschlüsselungen Alltag sein. Die gibt es schon. Die werden aber, weil sie so kompliziert sind, erst für hochsensible Daten gebraucht, wie zum Beispiel bei Kerndiensten.